Im letzten Video ging es um die Reise in der Alboransee und ich habe gar nicht darüber berichtet, wie teuer die Häfen eigentlich sind. Also die Häfen im Mittelmeer sind extrem teuer. Man bezahlt in der Hochsaison vor allen Dingen für ein Schiff wie meins, 44 Fuß Schiff, schon locker 100 Euro oder auch mal 150 Euro oder mehr. Es gibt aber ein paar Ausnahmen und es ist ganz gut, wenn man die kennt, nämlich es gibt einen Hafenverbund von spanischen Häfen, die haben, glaube ich, alle die gleichen Preise, jedenfalls sind sie sehr günstig. Und da gibt es ein Internetportal, das heißt puertosdeandalucia.es. Da sind also einige Häfen drin, die sowohl auf der Atlantikseite, Cádiz, Barbate und so weiter, Mazagon, die gehören alle dazu, als auch im Mittelmeer, alle, wie gesagt, die gleichen Preise haben und relativ günstig sind. Es ist auch gut zu wissen, dass die Preise um 50 bis 100% steigen, wenn man in die Hochsaison kommt. Also das heißt ungefähr ab Mitte Juni. Und dem kann man natürlich ausweichen, indem man an Bojen geht. Auf den Balearen gibt es relativ viele Bojenfelder und die sind dann wieder vergleichsweise günstig. Das wollte ich noch kurz sagen, das mit den Häfen und den Bojen. Und ja, jetzt fangen wir mal an mit dem Film in Denia, wo Matthias und Robert dazukommen. Die Woche mit Matthias und Robert läuft etwas anders als die anderen Wochen, weil die beiden wollen sehr viel segeln. Wir fahren von Denia bis nach Formentera, wo wir nur eine Nacht bleiben, weil morgens Schwell einsetzt. Wollen eigentlich nur auf die andere Seite der Insel, aber entscheiden uns kurzfristig über Nacht durchzufahren nach Cabrera. Von dort aus geht es weiter nach 2 Tagen Pause in Cabrera nach Andratx, dann zurück in die Bucht von Palma de Mallorca, wo Christine dann letztendlich wieder an Bord kommt. Jetzt haben wir den ganzen Tag motort, oder? Ja, wir hatten auch mal die Segel oben, dann haben wir sie wieder runtergenommen. Dann haben wir sie aber auch mal wieder hochgenommen. Ja. Und gelegentlich haben wir sie dann auch mal wieder runtergenommen. Genau. Und deswegen wir kommen jetzt hier nach, ich glaube 69 Meilen oder so, habe ich gerade aufgeschrieben, oder 65 in Formentera an, unten im Süden. Und das ist schon ein eingespieltes Team inzwischen, ne? Ja, wunderbar. Hat alles gut geklappt. Wasser haben wir auch gemacht. So, Robert, hast du schon unseren Ankerplatz ausgemacht da vorne? Um die Ecke. Was? Um die Ecke? Da vorne um die Ecke, ne? Ja, ich würde auch sagen. Da liegt schon einer. Und? Wie war der Tag? Gut? Alles gut. Wind sein, aber alles gut. Die Bucht, in der wir hier ankommen, in Formentera, ist leer. Es ist wunderschön hier. Das Wasser ist glasklar. Aber leider dreht nachts der Wind. Robert holt den Anker hoch. Aus diesem wahnsinnig tollen Wasser hier. Leider dreht nachts der Wind genau in die Bucht. Und damit steigt langsam der Schwell an, sodass wir die Bucht wieder verlassen. Was wir eigentlich nicht vorhatten ursprünglich. So, was fahren wir jetzt? Jetzt fahren wir. Hey, wir fahren 5 Knoten. Wir segeln! Wir fahren 5 Knoten bei 11 Knoten Wind. Wenn wir also einen guten Wind haben, sollten wir davon profitieren. Und das war auch der Grund, warum wir jetzt von Formentera aus uns kurz entschlossen haben, nicht nur auf die andere Seite der Insel zu gehen, weil wir dort erwartet haben, dass da weniger Schwell ist, sondern dass wir uns wirklich entschlossen haben, ganz kurzfristig direkt weiterzugehen nach Cabrera. Die ganze Nacht durch, nächsten Morgen um 6 Uhr waren wir da und ich muss sagen, es war einer der schönsten Segeltouren nachts, die ich im Mittelmeer jemals gehabt habe. Da haben wir uns wirklich richtig entschieden, statt auf den nächsten Tag zu warten, wo wir ursprünglich rüberfahren wollten, da wäre der Wind schon wieder anders prognostiziert gewesen, sondern jetzt hat er gepasst und jetzt haben wir ihn genommen
Und es war hundertprozentig richtig. Der Wind wird wirklich immer besser und wir überlegen uns, dass wir diesen tollen Wind, und das ist ja selten im Mittelmeer, dass wir den jetzt nutzen und die Nacht durchfahren. Wir haben alle Lust dazu, also machen wir das einfach. Die Inselgruppe von Cabrera ist nur 13 Kilometer von Mallorca entfernt. Seit 1991 ist Cabrera Naturschutz- und Vogelschutzgebiet, übrigens eines der größten und letzten im Mittelmeerraum. Man darf dort nicht ankern, sondern muss eine Genehmigung zum Befahren beantragen und darf nur an einer der 50 kostenpflichtigen Bojen für maximal 1 bis 2 Nächte festmachen bzw. übernachten, und die Bojen muss man natürlich vorher reservieren. Am nächsten Tag gehen wir an Land. Hier sieht man die kleine Kneipe, die es da gibt, und da geht ein Weg hoch auf die Burg. Wir erkunden also die Burg oben, oder wollen sie erkunden, aber die Burg ist geschlossen wegen Corona. Aber zumindest hat man tolle Aussicht von hier oben in die Bucht von Cabrera, auf die Gebäude der Ranger oder auch auf die Boote, die dort alle an der Boje liegen. Im 14. bis 16. Jahrhundert war die Insel von Cabrera Rückzugsgebiet für Piraten, die auch von dort aus Mallorca angriffen. Im 16. Jahrhundert wurde die Burganlage oberhalb des Hafens errichtet, um die berüchtigten Piratenüberfälle in Schach zu halten. Im 19. Jahrhundert beherbergte die Insel ca. 12.000 französische Gefangene, die ohne Verpflegung sich selbst überlassen wurden und von denen ein Großteil verhungert oder verdurstet ist. Ein Denkmal in der Inselmitte erinnert an diese tragische Geschichte. So, adios. Schön ist es hier und wir kommen bestimmt wieder. Von Cabrera weg fahren wir jetzt nach Andratx, nach Mallorca, und wir haben tollen Wind. Wir fahren immer so 4,5 bis 5 Knoten, 60 Grad am Wind, klasse. Sind insgesamt 35 Meilen, heute Nachmittag sind wir da. So langsam kommen wir jetzt in Andratx an hier. Wind hat wieder nachgelassen. Jetzt geht es noch um die Kurve. Und da vorne ist es dran. So, die Jungs, die bereiten jetzt schon mal die Boje vor und die Leinen vor. So, hier ist wahrscheinlich unser Bojenfeld. Auf der Seite oder auf der anderen Seite. Müssen wir mal sehen. Der Marinero kommt gleich und hilft uns. In Andratx verabredet sich Matthias mit seinem Vater, den wir dann auch abends treffen und mit wem wir zusammen essen gehen. Und am nächsten Tag geht es schon wieder weiter, zurück in die Bucht von Mallorca. Wir werden dort einen Zwischenstopp einlegen über Nacht in der Ankerbucht von Magaluf. Und danach geht es in den Hafen von Palma de Mallorca, wo Christine einen Tag später ankommen wird. Das ist sozusagen so eine Art Hafeneingangsschiff hier. Okay. Der da. Ein Schiff ohne Mast. Ja. Eines ist wirklich toll in dieser Woche. Wir haben sehr viel Spaß miteinander. Wir lachen unheimlich viel. Das ist perfekt. Weißt du, was die Frau gefragt hat? Sie hat gesagt, was würde denn sein? Und die fahren jetzt ohne dich los. Ja, habe ich gesagt, das können die zu
aushalten. Was wäre, wenn Andreas mit Christine telefonieren würde? Dann würden wir garantiert nicht losfahren, habe ich gesagt. Das würde der Andreas nicht aushalten. Das stimmt doch gar nicht. Hab ich gesagt. Das stimmt doch. Wenn Robert das Kommando hat, dann geht das alles. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann hat sie gefragt, und was wäre, wenn Robert telefonieren würde? Ich glaube, dann... Dann würden wir warten. Ja, Dann würden wir warten. und das würde die glauben, Ja. dass ihr mich so behandelt. Ja, weiß ich. Inzwischen sind wir in Palma de Mallorca angekommen. Da drüben fährt gerade eine Superjacht raus. Wunderschöne Yacht. Riesengroß, irre. Da gegenüber sind die großen Yachten, das ist der Superjachthafen da drüben. Und da auch. Hier wird gerade ein riesen Segelboot geschleppt. Wird wahrscheinlich Probleme mit der Maschine oder irgendwas. Das ist schon irre, was zuzugucken, wie diese Mega-Yachten, was sie hier wirklich auch zu tun haben. Okay, interessant. Mit 2 großen Schlauchbooten wird er geschleppt. Die Jungs sind noch da und Matthias guckt gerade in dem wunderbaren Elektrik auf Yachten Buch nach und sagt, das ist ein tolles Buch. Christine ist auch angekommen, ich glaube, die duscht gerade oder so. Und im nächsten Video geht es wesentlich mehr um Ankerplätze auf den Balearen und insbesondere auch auf Besonderheiten, auf die man achten muss. Da gibt es ja diese Pflanzen, die sich ausbreiten überall, die Posidonia. Und da muss man unglaublich drauf aufpassen, weil wenn man das nicht macht, kann das sehr teuer werden. Aber das werde ich im nächsten Video zeigen, was man da machen kann, beziehungsweise wo man sich vernünftig informiert. Ich hoffe, ihr bleibt dran und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, tschüss!